Ja, durch die künstliche Intelligenz steigt natürlich auch die Nachfrage an Rechenzentren und diese brauchen enorm viel Strom. Und heute schauen wir uns eine weitere Branche an, die von dieser Nachfrage nach Energie auch profitieren könnte. Der Trend geht zwar weiter in Richtung erneuerbare Energien, aber für die enorme Nachfrage reichen halt die erneuerbaren Energien einfach nicht aus, weswegen auch auf fossile Brennstoffe zurückgegriffen werden muss. Und hier kommen die Midstream-Pipeline-Anbieter ins Spiel, insbesondere aus Kanada. Ich selber habe schon seit dem Jahr 2021 die Pembina Pipeline im Depot. Das ist ein recht kleiner kanadischer Midstream-Anbieter von Gaspipelines. Und ich möchte heute einfach challengen, ob sich das Unternehmen bzw. mein Investment in das Unternehmen weiterhin lohnt, ob sie profitabel wirtschaften, aber auch mit Konkurrenten vergleichen, ob es da nicht vielleicht Anbieter gibt, die besser aufgestellt sind, auch hinsichtlich der Nachfrage an Rechenzentren und ja, welche einfach auch nah genug dran sind, um die Rechenzentren auch effizient bedienen und beliefern zu können. Hier auf meinem Kanal gebe ich keine Anlageempfehlungen. Ich fordere nicht zum Kauf oder Verkauf auf, sondern möchte mit euch zusammen Aktien analysieren und allgemein das Interesse an der Aktienkultur fördern. Ja, die Pembina Pipeline betreibt ein integriertes Midstream-Geschäftsmodell. Das erstreckt sich bei denen über 3 Hauptsegmente. Einmal natürlich die Pipelines, dann aber auch Facilities, das sind die Aufbereitungsanlagen und dann noch Marketing und New Ventures. Und Ziel ist es halt, über diese 3 Segmente auch die Energieprodukte effizient vom Produktionsstandort bis hin zu inländischen oder auch internationalen Abnehmern zu transportieren, zu veredeln und zu vermarkten. Ja, Pembina Pipeline ist ja im Bereich Midstream aktiv. Das heißt, sie transportieren, speichern und verarbeiten auch die Rohstoffe, Pipelines, Kompressoren, Gasverarbeitung, gehört alles dazu. Und das braucht man halt, um das Öl und Gas sicher weiterzuleiten. Upstream hingegen sind die Unternehmen, die einfach bohren, schlicht gesagt. Die fördern nämlich das Rohöl und das Erdgas und bringen so die Rohstoffe aus dem Boden. Und letztendlich die Downstream-Anbieter, das sind dann die Raffinerien und die Chemieanlagen, zum Beispiel Shell oder auch BP. In ihrer Facilities Division verarbeiten sie die Produkte und lagern sie auch. In der Pipelines Division findet der Transport von Gas über Pipelines halt statt zu den Abnehmern. Und in der Marketing und New Ventures Division, dort werden auch LNG-Gase transportiert über Terminals und letztendlich ins Ausland auch verschifft. Geografisch sind sie vor allen Dingen in Kanada angesiedelt, in Alberta und in British Columbia, denn dort verlaufen ihre hauptsächlichen Pipelines. Sie haben aber auch im Jahr 2024 eine Akquisition getätigt und dann letztendlich vollständig in die Pembina Corporation auch konsolidiert, und zwar die Alliance Pipeline, und die führt sogar in die USA bis nach Illinois südlich von Chicago. Schauen wir uns doch jetzt mal an, wo hingegen die Rechenzentren geografisch liegen. Ja, in Kanada sind die meisten in der Region Vancouver, aber auch in der Region, wo Pembina ihre Pipelines hat, in Alberta vor allen Dingen, da entstehen momentan immer weitere Rechenzentren. Also ist dort schon mal Pembina wirklich an der Quelle, um auch die Nachfrage an Strom in diesen Rechenzentren gut bedienen zu können. Das ist aber noch nichts gegen die Anzahl der Rechenzentren, die in den USA entstehen. In Texas sind relativ viele, aber auch an der Ostküste und an der Westküste in Kalifornien, aber auch in Illinois, das ist das Bundesland mit der viertgrößten Anzahl an Rechenzentren. Und genau dort führt halt auch die Alliance Pipeline von Pembina hin. Also war die Übernahme der Alliance Pipeline strategisch hinsichtlich der Rechenzentrumsbelieferung eine ganz gute Idee. Wenn wir uns mal die Umsatzverteilung anschauen, da sehen wir, dass Pipelines ungefähr gleich auf ist mit Marketing und New Ventures. Also mit Pipelines machen sie schon einen großen Anteil ihrer Umsätze, aber das Marketing und New Ventures Segment, das ist auch stark am Steigen, gerade durch ihre ganzen LNG-Exporte nach Asien, und dieses Segment bauen sie auch momentan weiter aus. Im Facilities-Segment sind sie ausschließlich in Kanada ansässig, weil sie dort halt auch ihre Rohstoffe verarbeiten und auch lagern. In den Pipelines und New Ventures Segmenten haben sie auch schon einen kleinen Anteil im Ausland, hier überwiegend USA. Dann schauen wir doch mal, wie profitabel die Pembina Pipeline so wirtschaften. Zuerst auf Umsatz- und Gewinnentwicklung. Man sieht, dass die Umsätze im Trend in den Jahren immer weiter angestiegen sind. Es gab natürlich immer mal Jahre, wo der Umsatz schwächer war, aber der Trend sieht erstmal positiv aus. Ähnlich auch bei der Gewinnentwicklung.
Die Nettogewinnmarge, die ist sehr schön mit über 23%. Und im Trend war auch die Nettogewinnmarge in den letzten Jahren steigend, bis auf den kleinen Einbruch in der Corona-Zeit. Die Eigenkapitalrendite liegt bei 11,6% zurzeit und der Return on Invested Capital, also der Gewinn, der aus dem komplett arbeitenden Kapital, also inklusive Fremd- und Eigenkapital erwirtschaftet wird, der liegt bei 7,9%. Ja, Pembina Pipeline mag dem einen oder anderen von euch noch bekannt sein als starker Dividendenzahler und früher hatten sie auch mal monatlich ausgeschüttet bis zum Jahr 2022 und jetzt ab dem Jahr 2023 zahlen sie quartalsweise aus. Die Dividendenrendite liegt aber bei 5,6% zurzeit und bei derzeit 71 kanadischen Cents je Aktie. Das Dividendenwachstum ist jetzt nicht besonders hoch. Im Vergleich zum letzten Jahr haben sie die Dividende um 3,08% gesteigert. Auf die letzten 5 Jahre im Schnitt pro Jahr bei 2,39% und auf die letzten 10 Jahre im Schnitt pro Jahr um 4,71% gesteigert. Sie haben halt schon eine sehr hohe Dividendenrendite und die Steigerungen fallen halt hier nicht so wesentlich ins Gewicht. Ja, schauen wir doch mal, wie sicher denn die Dividendenausschüttung überhaupt ist. Auf den Gewinn schütten sie so um die 90% aus. Das ist schon sehr, sehr hoch. Auf den Free Cashflow schütten sie ungefähr 66% aus. Das ist noch so halbwegs im Rahmen. Aber von dem Gewinn bleibt letztendlich nicht viel übrig, was dann zurück ins Eigenkapital fließen kann, um dann das Unternehmen auch langfristig wachsen zu lassen. Das sieht man auch hier nochmal an der nachhaltigen Wachstumsrate. Die liegt nämlich nur bei 1,15% zurzeit. Das heißt, mit dem Eigenkapital, was Pembina Pipeline dann noch zur Verfügung steht, und diese 10%, die aus dem Gewinn zurück ins Eigenkapital fließen, wenn sie das alles nehmen würden, um aus eigenen Mitteln zu wachsen, hätten sie nur die Chance, um 1,15% pro Jahr intrinsisch zu wachsen aus eigenen Mitteln. Und wenn dann wirklich mal Gewinneinbrüche kommen würden, dann sehe ich die Dividende hier auch nicht so sonderlich sicher, weil die Ausschüttungsquote auf den Gewinn, die ist schon echt hoch mit über 90%. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass sie durch wirklich langlaufende Fee-Based Verträge auch wiederkehrende Einnahmen immer und immer wieder generieren können und somit der Gewinn schon relativ sicher ist, aber man weiß ja nie, was die Zukunft auch so bringt. Dann schauen wir doch jetzt mal, ob auch Aktienrückkäufe stattfinden und nee, da muss ich euch leider enttäuschen. Es gab zwar ein Rückkaufprogramm im Jahr 2024, aber sie haben es nicht eingehalten. Also Kommentar aus dem Geschäftsbericht war auch: No common shares were purchased by Pembina during the year ended December 31st im Jahr 2024. Also Aktienrückkäufe, nein. Und wenn man auf dem Chart hier schaut von Investing Pro, dann sieht es sogar eher nach Verwässerung aus, weil die Anzahl der ausstehenden Aktien im Laufe der Zeit immer weiter gestiegen ist. Und das finde ich erstmal ist kein so ein schönes Zeichen an mich als Aktionärin. Vom Kurswachstum hingegen lasse ich mich schon eher wieder überzeugen, denn auf die letzten 5 Jahre war der reine Kursgewinn ohne Dividenden bei 58,4% und mit Dividenden bei 99%. Also das war fast ein Verdoppler. Und auf 10 Jahre hingegen sieht es aber etwas schlechter aus, denn ohne Dividenden hat man auf 10 Jahre ein Kurswachstum ohne Dividenden von 28,5% erreicht und mit Dividenden von 89%. Das sieht man auch hier an dem Kursverlauf. In der Corona-Zeit ist der Kurs halt wirklich sehr stark eingebrochen und hat sich immer noch nicht auf das Niveau wieder erholt, wie der Kurs vor Corona stand. Man sieht aber auch, dass die Dividenden bei Pembina Pipeline einen wesentlichen Einfluss auf den Total Return halt haben. Dann werfen wir nochmal einen Blick auf die Sicherheit eines Investments. Zuerst auf die Verschuldungsquoten. Bei der Verschuldung zum EBITDA ist der Trend hier rückläufig, das heißt, die Verschuldung lässt nach. Und aktuell müsste Pembina Pipeline 3,86, also knapp unter 4 Jahre, seinen EBITDA erwirtschaften, um seine gesamten Schulden tilgen zu können. Die Gesamtverschuldung zum Eigenkapital liegt bei 0,76. Das heißt, für 1 Euro Eigenkapital haben Sie 76 Cent Schulden. Das Interest Coverage ist ja der Zinsdeckungsgrad, wie gut Sie darin sind, Ihre Zinsen auch decken zu können. Das ist jetzt nicht ganz so hoch. Das ist sogar von allen Unternehmen, die ich bis jetzt hier auf dem Kanal vorgestellt habe,
das schlechteste Unternehmen. Also alle anderen Unternehmen hatten einen höheren Zinsdeckungsgrad, also konnten viel öfter ihre Zinsen mit dem EBIT auch decken. Sehr positiv hingegen finde ich die Free Cashflow-Entwicklung, denn die ist wirklich im Laufe der Zeit immer weiter angestiegen. Also der Free Cashflow wurde Jahr für Jahr in der Regel schön erhöht und das gefällt mir. Dann schauen wir doch mal auf die aktuelle Bewertung und wie die Aktionäre denn die Pembina Pipeline so bewerten am Markt. Zuerst der Preis zum Free Cashflow, der liegt bei 11,9. Das ist so mittelmäßig. Dann das KGV, das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt aktuell bei 16,6. Das liegt aber im Verhältnis ungefähr genauso wie bei den Wettbewerbern. Das sehen wir auch gleich noch. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis liegt aktuell bei 1,9. Das ist erstmal gar nicht so hoch. Das finde ich in Ordnung. Der Buchwert an sich liegt bei 23 kanadischen Dollar und 16 Cent. Und der Substanzwert liegt bei 12 kanadischen Dollar 97. Das ist erstmal auch positiv, weil die Werte, also vor allen Dingen der Substanzwert, positiv ist. Es gibt derzeit auch wirklich viele Unternehmen, die einfach einen negativen Substanzwert haben, wenn man alle nicht materiellen Vermögenswerte wie Goodwill oder auch Lizenzen und so weiter abzieht. Aber hier ist die Pembina Pipeline noch auf einem positiven Bereich und das passt erstmal. Und auch die Trends zeigen hier eher in eine positive Richtung. Das finde ich auch schon mal gut. Dann schauen wir uns doch jetzt mal an, was denn eigentlich der Fair Value wäre der Pembina Pipeline. Aktuell haben wir einen Aktienkurs von 51,50 Dollar, also kanadische Dollar. Das entspricht ungefähr 31,50 Euro. Und Investing Pro hat hier aufgrund seiner verschiedenen Modelle einen Mittelwert des Fair Values gebildet und der liegt genau bei dem Wert, den wir eigentlich gerade als Aktienkurs haben, nämlich bei 31,52 Euro. Man sieht aber auch auf der rechten Seite, dass die verschiedenen Bewertungsmodelle halt jeweils anders vorgehen und die Fair Values ermitteln. Und die Streuung ist halt hier sehr breit. Aber im Mittelwert liegen wir halt genau beim Fair Value aktuell. Laut aktie.traderfox.com haben wir eine leichte Überbewertung, denn deren Fair Value liegt aktuell bei 26 Euro. Ja, die Zahlen von Pembina Pipeline haben wir jetzt gesehen. Jetzt schauen wir doch mal, mit welchen Konkurrenten sie so am Markt interagieren und was die Besonderheiten der Konkurrenten auch sind. Und schließlich vergleichen wir dann noch die Zahlen miteinander. Ja, Pembina Pipeline macht besonders, dass sie eigene Gaskraftwerke auch geplant haben, zum Beispiel das Greenlight bei Edmonton, zur direkten Stromversorgung neuer Rechenzentren, die sich dort ansiedeln. Sie liegen erstmal strategisch günstig in Alberta und British Columbia und genau dort entstehen halt auch viele Hyperscaler-Projekte und durch die Cedar LNG und Exportterminals ermöglichen sie auch weitere Energieexporte in Regionen mit starker Rechenzentrumsnachfrage, zum Beispiel auch Asien. Als Wettbewerber haben wir zum einen TC Energy. Die transportieren Erdgas ebenfalls zu Kraftwerken in Rechenzentrums-Hotspots wie Virginia, Ohio und auch nach Alberta. Sie bauen auch gezielt neue Leitungen, um den steigenden Strombedarf durch die KI-Server auch zu bedienen. Und sie versorgen auch große Cloud-Anbieter mit sicherem Gaskraftstrom, zum Beispiel über ihren Coastal GasLink. Dann haben wir natürlich Enbridge. Das ist eins der größten Midstream-Unternehmen, die es so gibt, denn sie haben auch das größte Gasnetzwerk in Nordamerika und sind auch angebunden an tausende Gaskraftwerke in Rechenzentrumsnähe. Sie bieten Versorgern kombinierte Lösungen mit Gas und erneuerbaren Energien, also sie sind wirklich auch in dem Gebiet der erneuerbaren Energien schon unterwegs und bedienen so auch klimafreundliche Serverfarmen. Und sie investieren halt auch in Netze, genau dort, wo neue Hyperscaler-Projekte auch entstehen, wie im Osten der USA und aber auch in Kanada in Ontario. Dann haben wir natürlich Kinder Morgan, auch ein größerer Anbieter aus den USA. Sie versorgen große Tech-Regionen, vor allen Dingen im Süden der USA wie Texas, Georgia und auch Kalifornien, mit Gas für Rechenzentrumsstrom. Und wir hatten vorhin ja auf der Karte gesehen, dass dort in Texas auch extrem viele Rechenzentren entstehen. Sie entwickeln auch direkte Gasanschlüsse für Datacenter-Parks mit stabiler, skalierbarer Versorgung und erkennen auch ganz strategisch die Rechenzentren als Wachstumsmarkt und haben eine explizite Strategieanpassung dahingehend auch getroffen. Und als letzten Konkurrenten hier in meinem Vergleich will ich noch Williams Companies erwähnen. Die sind auch ein großer Anbieter aus den USA. Sie haben auch die eigene Transco Pipeline, die verläuft mitten durch die ganze Data Center Alley in Virginia.
Sie liefern Gas für Strom und Regionen mit explosiv wachsender KI-Nachfrage und sie bauen auch gezielt Infrastruktur für größere stromhungrige Kunden auch aus im Bereich der Cloud, der KI und der AI-Chips. Also insgesamt muss man festhalten, dass alle diese Anbieter den Boom an Rechenzentren auch erkannt haben für sich und Maßnahmen ergreifen, um die Energieversorgung auch voranzutreiben. Also Pembina ist da nicht alleine und der Wettbewerb, der ist groß. Deswegen schauen wir doch mal, ob wir anhand der Zahlen erkennen können, welches der Unternehmen denn das profitabelste ist. Bei der Nettomarge ist TC Energy das profitabelste Unternehmen mit über 25%. Pembina ist an zweiter Stelle mit über 23% Nettogewinnmarge und Williams der drittbeste Kandidat mit knapp 20%. Kinder Morgan liegt etwas darunter und Enbridge ist der schlechteste Kandidat mit unter 10% Nettogewinnmarge. Bei der Eigenkapitalrendite liegt Williams vorne. Sie haben um die 17% Eigenkapitalrendite. TC Energy ist hier der zweitbeste Kandidat und Pembina, Enbridge und auch Kinder Morgan liegen auf einem niedrigeren Niveau, wobei Pembina hier noch an dritter Stelle ist mit einer Eigenkapitalrendite von über 10%. Williams ist aber auch am stärksten verschuldet im Verhältnis zum Eigenkapital, denn sie sind mit dem ungefähr 1,6-fachen ihres Eigenkapitals verschuldet. TC Energy ist hier der zweitschlechteste Kandidat mit dem ungefähr 1,4-fachen des Eigenkapitals an Verschuldung. Kinder Morgan liegt etwas darunter, Enbridge hat noch ein bisschen weniger Schulden und Pembina Pipeline ist hier der beste Kandidat mit der geringsten Verschuldung von unter 1. Dann vergleichen wir doch mal, wie die Unternehmen so am Markt bewertet sind. Und hierzu nehmen wir mal das KGV hier im Forward betrachtet. Und man sieht, dass sie alle ungefähr ähnlich bewertet sind. Williams ist noch am teuersten mit ungefähr 17. Enbridge ist knapp darunter. Aber Pembina und TC Energy und Kinder Morgan sind alle irgendwie mit irgendwas zwischen 10 und 15 bewertet im KGV. Dann schauen wir mal, welches Unternehmen uns den größten Shareholder Yield einbringt, also inklusive Dividenden und Buybacks. Hier liegt Enbridge vorne, also durch die höchste Dividendenrendite und eventuell auch Buybacks, habe ich jetzt nicht geprüft, liegen sie hier bei weit über 6%. Pembina liegt hier zu dem Zeitpunkt bei ungefähr 6%, aktuell liegen sie ja knapp drunter. Aber auch TC Energy, Kinder Morgan und Williams haben alle eine recht hohe Shareholder Yield. Bei Williams weiß ich zum Beispiel, die haben eine Dividendenrendite von ungefähr so 3,8% zurzeit. Ich nehme mal an, dass sie einfach mehr Buybacks durchführen als die anderen, sodass sie insgesamt auf den Shareholder Yield ähnlich hoch wie die anderen kommen, nämlich auf ungefähr auch 5%. Dann schauen wir jetzt mal auf den 5-Jahres Total Return, also Kurswachstum plus Dividende, wer da am besten abschneidet oder wer uns die meiste Rendite erwirtschaftet hätte. Und tada, yep, Williams. Williams eindeutig hätte uns über 250% Rendite in den letzten 5 Jahren beschert. Alle anderen liegen weit darunter. Der zweitbeste Kandidat, Kinder Morgan, bei unter 100% Total Return. Pembina ist hier der drittbeste Kandidat mit, auch unter 100, ungefähr paar 80. Und Enbridge und TC Energy hätten uns die geringste Rendite erwirtschaftet. Ja, was mich an Pembina Pipeline ja so besonders gestört hat, war die hohe Ausschüttungsquote von über 90% und damit auch die niedrige nachhaltige Wachstumsrate. Deswegen habe ich jetzt speziell das auch nochmal mit den Wettbewerbern verglichen. Und hier zu dem Zeitpunkt, wo das ausgewertet wurde, hatten wir 71% Ausschüttung. Da war es ein bisschen geringer bei Pembina. Man sieht aber, dass die anderen noch schlechter sind. Also sie schütten noch mehr aus. Enbridge sogar 123% auf den Gewinn. Also sie schütten mehr aus, als sie eigentlich einnehmen an Gewinn. TC Energy liegen auch bei knapp 100%. Williams ist auch extrem hoch mit über 80%. Nur Kinder Morgan, die liegen noch für mich in einem gesunden Bereich mit 56%. Also von der Ausschüttungsquote da und überzeugt mich allerhöchstens noch Kinder Morgan, aber alle anderen nicht. Also als kleines Fazit kann ich für mich jetzt erstmal festhalten, ich challenge Pembina weiter als Investment. Also ich werde sie jetzt nicht direkt verkaufen. Sie haben ja auch über die letzten Jahre einen ordentlichen Gewinn und auch gute Dividenden eingebracht. Sie sind allerdings hier im Vergleich zu den Wettbewerbern auch der kleinste Anbieter
mit der kleinsten Marktkapitalisierung und sie sind wirklich in ihrem Gebiet stark. Und jetzt durch die Anbindung an Illinois haben sie auch Chancen, die Region verstärkt mit Gas zu beliefern. Die Nachfrage ist ja da und da reicht nicht nur ein Anbieter, also es werden letztendlich, glaube ich, alle Anbieter davon profitieren, auch Pembina. Aber der Wechsel von Pembina zu einem der anderen Unternehmen lohnt sich jetzt auch nicht so wirklich, wie wir gesehen haben. Das sind die Zahlen einfach zu ähnlich. Und also entweder ich werde Pembina halten oder ich werde sie irgendwann verkaufen. Aufstocken würde ich im Moment auch nicht. Es ist eher so eine Halteposition, fragt sich halt nur, wie lange. Wenn ihr euch übrigens auch für kanadische Aktien interessiert und mal reinschnuppern möchtet, welche Aktien es denn noch so gibt und welche auch ganz gut performen, dann kann ich euch Investing Pro hier empfehlen. Dort gibt es nämlich auch für Kanada 2 verschiedene Strategien, wo KI-basiert die besten Unternehmen rausgefiltert werden, die gerade mal interessant sind. Hier zum Beispiel die Canadian Bargains. Schauen wir doch mal rein. Hier wird zum Beispiel das Unternehmen BRP Inc. empfohlen, wegen starker Erholungsdynamik und starke Wachstumsaussichten, Andlauer oder die Northwest. Und wenn man sich dann über die Unternehmen noch weitergehend informieren möchte, kann man die sich auch anschauen, kann sie KI-basiert auch analysieren und sich tiefer in die Unternehmen reingraben. Also schaut gerne mal in Investing Pro rein. Unten in der Videobeschreibung habe ich euch auch einen Link, meinen Affiliate-Link verlinkt. Ja, damit sind wir auch schon am Ende meines Videos angekommen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da und abonniert auch gerne meinen Kanal. Und außerdem würde mich interessieren, was ihr von den Pipeline-Unternehmen haltet, insbesondere auch Pembina Pipeline. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Und wenn ihr euch für ein dividendenstarkes Unternehmen aus Deutschland interessiert, schaut gerne mein Video an zur Allianz. Wenn ihr ein weiteres Unternehmen kennenlernen wollt, welches an dem Rechenzentrumsboom auch stark profitieren könnte, allerdings nicht so eine gute Dividende zahlt, dann schaut euch das Video zu Powell Industries an. Ich habe euch beide hier oben verlinkt. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Wir sehen uns das nächste Mal und ciao, ciao.